Gebäude war in den 60er Jahren ein Experimentalbau. Es gab viele Typen, die in dieser Skelettbauweise in Berlin hier in der DDR ausgeführt worden sind. Hier war es ein bisschen experimenteller und es war eine Sandwich-Fassade, die als vorgefertigte Elemente an die Fassade rangehangen worden sind. 2008 stand das Gebäude leer, weil es zu Zugserscheinungen gab und vor allem die Fugen der Elemente, die waren undicht und es war eigentlich nicht mehr aushaltbar da drin. Wir haben damals den Auftrag bekommen und sollten schauen, was eigentlich die beste Lösung für das Gebäude ist. Und es wurden Ökobilanzierungen durchgeführt. Es wurde geschaut, was ist sinnvoller, ob man das Gebäude komplett abreißt und dadurch neu baut oder ob man es energetisch saniert und haben vergleicht, gibt es eine konventionelle Bauweise oder wie sieht da die CO2-Bilanz aus oder so wie wir es ausgeführt haben mit einer vorgefertigten Holztafelelemente mit vielen Naturbaustoffen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das auf jeden Fall die nachhaltigste, CO2-einsparendste Lösung ist, die hier durchgeführt worden ist. Ziel war es auf jeden Fall, so viel wie möglich zu erhalten. Wir wollten eigentlich vor allem auch die graue Energie, die im Gebäude ist, wollten wir einsparen. Wir wollten versuchen, auch den Charakter der 60er Jahre, die in dem Gebäude immer noch heute erlebbar sind, dass wir die möglichst erhalten und eigentlich zum größten Teil uns vor allem auf die Fassadensanierung begrenzen. Es gab eine TGA, die ausgetauscht werden musste, die aber auch ziemlich schmal und mit einem Low-Tech-Ansatz ausgeführt worden ist. Im Inneren konnten wir so vor allem Einbauschränke, Terrazzo-Platten, die ganzen sichtbaren Oberflächen der 60er Jahre zum großen Teil erhalten. Vorgefertigte Holzrahmenelemente, wie eben gerade schon gesagt. Wir haben hier vor allem Naturbaustoffe genommen. Es ist Holz, Zellulosedämmung, Holzfaserdämmung. Wir haben außen eine Lärchenfassade. Die Fenster, die gliedern sich eigentlich im gleichen Maße wie auch im Bestand. Jetzt als Alu-Holzfenster. Genau. Ja. Der große Vorteil bei den Elementen war eigentlich, dass wir leichter waren als die vorhandene Statik. So konnte man die statischen Nachweise ein bisschen vernachlässigen. Und wir nutzten eigentlich auch das alte System. Heißt, wir hängen die neuen Elemente an die alten Ringanker der Skelettstruktur. Also in erster Linie ging es um den Rückbau dann an der Stelle. Die Elemente wurden von der Fassade abgenommen und wurden auf den Boden, also nach unten gesetzt. Da ging es dann in den selektiven Rückbau. Wir hatten auch viel mit Schadstoffen zu tun. Wir hatten Asbest, wir hatten Morinol. Es gibt auch noch Schadstoffe, die im Inneren erhalten geblieben sind oder eingekapselt worden sind. Da gab es vorher Messungen, die durchgeführt worden sind. Es gab im Nachhinein Messungen, die durchgeführt worden sind, um zu prüfen, ob auch die Richtwerte ausgehalten oder eingehalten werden. Es wurde bei dem Gebäude auf jeden Fall auf eine aktive Lüftung oder Kühlung verzichtet. Das ist ein reiner Low-Tech-Ansatz, wo es darum geht, natürlich zu belüften. Allgemein hat man auch relativ viel Fluktuation hier in dem Gebäude, dadurch, dass sehr viele Leute präsent sind, dass viel ein- und ausgeht, wird eigentlich so, wenn dann die ein oder anderen Fenster auf sind, ein Sog erzeugt und es wird natürlich belüftet. Die Heizungsanlage wurde komplett erneuert. Es ist aber so, dass der Tierpark hat ein hauseigenes gasbetriebenes Blockheizkraftwerk, was quasi alle Liegenschaften hier vom Tierpark mit Energie versorgt. Und da hat sich das Gebäude auch wieder angeschlossen. Es gab die Überlegung, auch PV-Dach und Gründach hier auszuführen, was aber leider am Budget des Tierparks gescheitert ist. Allgemein war das hier ein relativ schmales Budget. Ein Ansatz, den wir allgemein in unserem Büro verfolgen, wo es darum geht, eigentlich so viel Technik wie möglich einzubringen, um so wenig Wartung zum Beispiel wie möglich, um so wenig Ressourcen, so wenig Energieverbrauch einzuführen. Wir sind der Überzeugung davon, oder es ist auch nachgewiesen, dass vor allem natürliche Baustoffe oder sorbische Oberflächen, dass die eigentlich das Klima innerhalb der Gebäude regulieren können und steuern können. Und wenn man dann noch dafür sorgt, dass man die Fenster öffnet, dass Menschen selber spüren, wenn es zu warm wird, wenn es zu kalt wird, dass man dann auf die natürliche Belüftung geht und ein Fenster öffnet. Und eigentlich ist das unser Ansatz, von dem wir überzeugt sind. Im Inneren war es auf jeden Fall so, oder ist es so, dass wir den Bestand größtenteils bewahren wollten. Wir haben versucht, möglichst viele Oberflächen aus dem Bestand aus den 60er Jahren zu erhalten, um auch den Charakter des Gebäudes zu erhalten.
Das Farbkonzept spiegelt so ein bisschen die Natur wider. Es kam aber auch so ein bisschen der Wunsch vom Bauherrn. Es gab lange Diskussionen über das Farbkonzept im Inneren. Am Ende ist es das geworden, was es geworden ist. Und es gibt die vorhandenen oder die bauzeitlichen Rasterabhangdecken. Es gibt die Terrazzo-Oberflächen. Es gibt das komplette Treppenhaus, was erhalten ist. Selbst die Türanlagen sind größtenteils bauzeitlich, ausgenommen den Fluchttüren oder Brandschutztüren. Aber wenn es um die einzelnen Raumtüren geht, haben wir da eigentlich auch versucht, größtenteils es so zu bewahren, wie es damals ausgeführt wurde. Ja. Das Gebäude stand nicht unter Denkmalschutz, was vielleicht auch nochmal ein Punkt ist, aber dennoch war es uns eigentlich ein Anliegen, zu gucken, was können wir mit der Ressource, die da ist, was können wir daraus nutzen. Ich denke, vor allem anhand dieses Beispiels kann man verstehen, dass nachhaltige Architektur in erster Linie darum geht, zu schauen, wie können wir eigentlich mit den Ressourcen, die wir schon haben, umgehen. Und was können wir damit machen und wie können wir das an die heutige Zeit anpassen. Und ich denke, dafür ist das ein gutes Beispiel. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Modellprojekt. Es spiegelt eigentlich auch die heutige Zeit wider. Also wir stehen vor einem Gebäude, was vor 60 Jahren als experimental vorgefertigte Fassade aufgebaut wurde. Und 60 Jahre später machen wir eigentlich nichts anderes. Wir setzen eine vorgefertigte Fassade an eine vorhandene Struktur mit natürlichen Baustoffen. Und das sollte wahrscheinlich die Zukunft sein.